Haben Sie jemals daran gedacht, Kinder zu haben? Eine Schwangerschaft im Star Trek-Universum. Faszinierend. In letzter Zeit gab es einfach zu viel Hype um die Themen Nachhaltigkeit, Energiewende und Klimawandel. Da musste ich jetzt einfach mal ein Thema machen, was richtig gut da reinpasst, nämlich die Produktion von weiteren Milchstraßenburgern. Passt auch genau auf meine Zielgruppe, wenn man sich mal die Analytics anschaut. Also los geht's! These are the voyages. Also ich würde sagen, wir beginnen am Anfang. Als Vorbereitung auf Schwangerschaft und Geburt, was muss man zuerst machen? Echte Star Trek-Fans wissen, welche Szene ich jetzt zitieren muss. Sind Sie in mich verliebt, Fenrich? Also, nein. Dann wünschen Sie zu kopulieren. Nein. Ich meine, ich weiß nicht, was ich meine. Insbesondere die Sexualität ist kompliziert. Als Borg hatten wir kein Bedürfnis nach Verführung, keine Zeit für Einzellenbefruchtung. Wir sahen eine Spezies, die wir wollten, und assimilierten sie. Dennoch bin ich bereit, meine Menschlichkeit zu erforschen. Ziehen Sie Ihre Kleidung aus. Genug von meinem Liebesleben. Wie sieht's mit Ihrem aus? Ich habe kein Liebesleben. So? So würde die ehemalige Borg Seven of Nine das machen. Die Vulkanierin T'Pol hat da eine ähnliche Strategie. Was ist dir eben geschehen? Sind wir... Und auch T'Pol tut das Ganze als Forschungsprojekt ab. Sehr clever. Was für eine Nacht. Ereignisreich. Ich glaube, ich sollte Ihnen danken. Ist doch nicht nötig, mir zu danken. Dafür, dass Sie mir die Erforschung der menschlichen Sexualität erleichtert haben. Ich weiß nicht, ob ich folgen kann. Es geht um einen der Aspekte Ihrer Spezies, die ich erforschen wollte, seit ich das Oberkommando verließ. Klingt, als würdest du sagen, letzte Nacht war für dich eine Art Experiment. Ich würde es nicht so nennen. Aber in etwa trifft es das, hä? Es ist nicht angemessen, dass ein Führungsoffizier mit einer Untergebenen fraternisiert. Ich mach's mit der Paul. Aber auch die Star Trek Männer forschen gerne. Ich muss jetzt lernen. Dann am Arsch. Jem, ich glaube, ich liebe dich. Ist ja merkwürdig. Licht. Hast du gerade gesagt, ist ja merkwürdig? Ja, schon, aber Liebst du mich nicht auch? Kontakt zu anderen Spezies aufzunehmen ist unsere Mission. Wir alle sind Forscher. Erforschen wir sie gemeinsam. Klatschen Sie lauter, das ist ein Befehl. Wenn der Bestäubungsakt geklärt ist, besteht optional die Möglichkeit, vor dem Kinderkriegen noch zu heiraten. Traditionally, it requires a proposal. I'd cause a warp core breach. In less than a minute. I have to eject the core. Here? We'll never survive the blast. Warp core breach in 20 seconds. So what's your answer? My answer? Will you marry me? Warp core breach in 15 seconds. You're proposing now? It's as good a time as any. Warp core breach. Subroutine's back 10 online. seconds. 9, 8, Clear. 4, Go. 3. On how you answer my question. B'Elanna Paris, that has a nice ring to it. Thanks, but I already have a ring. Anyway, I kind of like the sound of Tom Torres. I hope you're kidding. Hey, it is the 24th century. Wer gerne im Labor sitzt, Messungen und Experimente macht und viele Daten sammelt, der wird die folgende Methode lieben. Die ist meiner Kenntnis nach aber nur auf Menschen anwendbar, also nicht interspeziell. Auch bekannt unter NFP, natürliche Fruchtbarkeitsplanung, oder NER, natürliche Empfängnisregelung oder einfach nur Zyklusdiagnostik. Also pass auf, du merkst dir unbedingt den ersten Tag der letzten Periode der Frau. Die Zykluslänge geht ab diesem Punkt bis zum ersten Tag der nächsten Periode und ist durchschnittlich zwischen 23 und 35 Tagen lang. Auch Eireifungsphase, Eisprung und Gelbkörperphase variieren von Frau zu Frau. Und mit folgenden Messungen kannst du die Zeiträume erkennen und gezielt ein Gefühl für deinen oder ihren Körper bekommen. Indikator 1. Du bestimmst jeden Morgen sofort nach dem Aufwachen mit einem speziellen hochgenauen Thermometer die Basaltemperatur. Damit lässt sich der Progesteronspiegel und damit der Beginn der Gelbkörperphase ablesen, da die Temperatur nach dem Eisprung markant ansteigt.
Siehst du hier, ne? Indikator 2, Muttermund tasten. Zu Beginn des Zykluses sitzt er tief und ist hart. Vor dem Eisprung wird er weich und öffnet sich und sitzt weiter oben. Sobald der Eisprung vorbei ist, liegt er wieder tief, ist hart und geschlossen. Indikator 3, wenn man schon den Muttermund tastet, kann man auch gleich den Zervixschleim mit untersuchen. Für die Eisprungphase ändert er seine Farbe und Konsistenz, wird klarer, geschmeidiger und elastischer. Daran lassen sich die hochfruchtbaren Tage bestimmen, an denen dann gezielt ungeschütztes Kopulieren bei Kinderwunsch durchgeführt werden sollte. Die Befruchtungsfähigkeit von Spermien wird bei Menschen mit bis zu 5 Tagen gezählt und bei Frauen ist die Eizelle rund 1 Tag lang befruchtungsfähig. Idealerweise gelangen die Spermien schwimmend über den Zervixschleim durch den geöffneten Muttermund bis zur Eizelle. Stress, Reisen, Krankheiten und sonstige Besonderheiten können Einfluss auf den Zyklus der Frau haben. Dienstreisen, Konferenzen, Weltraumschlachten können die Zyklusphasen in der Regel weiter nach hinten verschieben. Das solltet ihr dann beachten. Ne? Der nächste Schritt ist die Feststellung der Schwangerschaft. Oft reicht da schon das eigene Gefühl aus, aber zur Not gibt es da auch topmoderne Geräte. Ich habe viel zu tun und Lieutenant, es geht mir gut. Es wird ein weiteres Lebenszeichen angezeigt. Wo? Im Körper von Lieutenant Torres. Es könnte ein Parasit sein. Seven of Nine an den Doktor. Sprechen Sie. Ich komme mit Lieutenant Torres auf die Krankenstation. Was ist los? Ich glaube, sie ist schwanger. Der Fötus scheint etwa 7 Wochen alt zu sein. Und es geht ihm recht gut. Ihnen ebenfalls. Aber der Schwächeanfall? Manchmal harmonieren der klingonische und der menschliche Stoffwechsel nicht. Kann man wohl sagen. Solche Schwangerschaften verursachen häufig biochemische Fluktuationen in der Mutter. Ist das was Ernstes? Normalerweise nicht. Sie erwartet eine gewisse Unbeständigkeit im Verhalten, verstärkte Ernährungsbedürfnisse. Ein neues Leben zu erschaffen ist ein Megajob. Neues Leben erschaffen. Also ich glaub's noch gar nicht. Ich will nicht taktlos sein, aber haben Sie versucht, schwanger zu werden? Nun ja, natürlich. Ich meine, irgendwann wollten wir eine Familie haben. Aber die Chancen für klingonisch-menschliche Empfängnis stehen schlecht. Offensichtlich haben Sie die Chancen genutzt. Darf ich der erste Gratulant sein? Wann wird das Baby kommen? Klingonische Schwangerschaften dauern 30 Wochen, aber bei gemischten Spezies könnte es früher kommen. Als nächstes eine spezielle Schwangerschaft, wo der Mann von einer Außerirdischen geschwängert wurde. Freundschaften geschlossen? Mit Aylin, einer Ingenieurin. Sie hat mir den Holographie-Raum gezeigt. Interessanter Hautschuppen. Sie besaß eine gewisse Sinnlichkeit, finden Sie nicht? Vielleicht waren Sie gegen irgendwas da drüben allergisch? Nein, der Bioscan war okay. Trotzdem wäre es besser, wenn Dr. Flock sich das mal ansieht. Gab es während Ihres Besuchs bei den Xyrillianern sowas wie eine Romanze? Waren Sie mit jemandem intim? Doc, ich war da drüben, um einen Warp-Reaktor zu reparieren. Was reden Sie da? Anscheinend haben Sie ein wenig mehr getan, als nur zu reparieren. Wie meinen? Das ist eine Brustwarze. Ich kapier nicht ganz. Das Keimbläschen befindet sich zwischen der 6. und 7. Rippe. Im Grunde weiß ich nicht recht, ob ein Glückwunsch angebracht ist, Commander, aber nun, Sie sind schwanger. Hier sehen Sie diesen Zellhaufen. Das ist der Embryo. Ich nehme an, Sie freuen sich zu hören, dass es genau genommen nicht Ihr Kind ist. Wie meinen Sie das? Bei der Fortpflanzung benutzen die Xyrillianer nur das genetische Material der Mutter. Die Männer dienen nur als Wirt. Aber wie zum Teufel bin ich schwanger geworden? Ich denke, Sie erinnern sich ja sicher noch an Ihre sexuelle Begegnung. 3 Tage. Sie waren dort nur 3 Tage und waren nicht in der Lage, sich zurückzuhalten. Glaub mir, John, ich war die ganze Zeit über ein wirklicher Gentleman. Trip. Wir haben nur unsere Hände in diese Schale gesteckt, ein paar Minuten lang. Doktor? Sie könnten durchaus als Übertragungsmedium gedient haben. Eins der ersten Dinge, die ein Diplomat lernt, ist, seine Finger nirgendwo hineinzustecken, wo sie nicht hingehören. Captain. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Sie können das für sich behalten oder, nächster Schritt, Mitteilung an den Arbeitgeber, sprich den Captain. Das Thema liegt mir besonders am Herzen, weil ich mal miterleben durfte, wie ein Chef in einer offiziellen Dienstversammlung über eine nicht anwesende schwangere Mitarbeiterin geredet, ja fast gelästert hat. Und für ihn war das offensichtlich ein großes Problem, dass sie während ihrer Angestelltenzeit bei ihm schwanger wurde. Dabei leben wir doch im Sozialstaat Deutschland und nicht auf einem Raumschiff. Sein Statement sah in etwa so aus, wenn ich mich noch recht erinnere. Hallo Kinder, ich bin's wieder, euer Chef des Vertrauens. Aber ich habe ein Problem. Bald ist das Elternzeitjahr der Mitarbeiterin XYZ zu Ende. Als ich sie damals für dieses 3-Jahre-Projekt eingestellt habe, da war sie meine erste weibliche Mitarbeiterin und ich habe ihr vertraut. Nach 3 Monaten erzählt sie mir, dass sie schwanger ist. Ich habe gesagt, nun gut, kann passieren, weil das geht mich ja nichts an, es sei denn, ich bin der Vater. Aber bin ich ja nicht. Also wenn jemand hier schwanger wird, fällt derjenige erstmal aus.
Das Projekt geht aber weiter. Das wartet nicht, die Deadlines warten noch viel weniger. Das bedeutet, ihr alle, meine übrigen Mitarbeiter, ihr müsst diese Aufgaben übernehmen. Gefällt euch das? Denn während diese schwangere Mitarbeiterin weg ist, darf ich laut Gesetz ja keinen Ersatz einstellen. Und wenn sie wiederkommt, dann muss ich sie laut Gesetz weiter beschäftigen. Das Projekt ist aber unter Umständen zu Ende. Das bedeutet, ich muss Geld aus einem anderen Projekt nehmen. Diese Mitarbeiterin nimmt damit jemand anderen den Arbeitsplatz weg, den ich stattdessen hätte einstellen können. Kann sein, dass die Instanz, die über mir sitzt, Geld aus meinem Industriedienstleistungstopf nimmt. Das gefällt mir nicht. Also die Mittel hätte ich echt sinnvoller einsetzen können. Nach ihrem ersten Jahr Elternzeit kommt sie wieder, arbeitet ein halbes Jahr, dann erzählt sie mir, dass sie schon wieder schwanger ist. Eigentlich braucht der Körper einer Frau ja schon 3 Jahre nach der Geburt, um wieder so richtig hochzukommen für eine neue Schwangerschaft. Wenn das hier so zackig mit der Arbeit ging, die sie für mich machen sollte, dann hätte ich überhaupt kein Problem damit. Aber ich stehe hier wie der letzte Depp. Ich meine, ich will ja, dass sie das machen kann. Bin ja dafür, ich bin ja Feminist. Aber das Ganze nimmt mich schon ein bisschen mit. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich bin ja auch nur Mensch. Die Reaktion von Captain Picard auf seine schwangere Mitarbeiterin sah auch nicht gerade überschwänglich freudestrahlend aus. Dabei ist gerade die Enterprise 1701D ein Familienraumschiff mit viel Infrastruktur für Kinder und sowas. Counselor Deanna Troi ist schwanger. Sie wird ein Baby bekommen. Schwanger? Ich will auf keinen Fall indiskret sein. Aber wer ist der Vater? Wir sind zusammengekommen, um zu diskutieren, was getan werden kann. Captain, meiner Meinung nach sollte, um Sicherheit für Besatzung und Schiff zu gewährleisten, die Schwangerschaft unterbrochen werden. Worf, es ist doch nicht die geringste feindliche Absicht zu erkennen. Es wäre auf jeden Fall das Sicherste. Captain, es handelt sich um eine Lebensform. Wenn wir ihr nicht gestatten, sich zu entwickeln, nehmen wir uns auch die Möglichkeit, sie zu studieren. Für mich stehen Schiff und Besatzung an erster Stelle. Doktor, stellt diese Schwangerschaft ein gesundheitliches Risiko für Counselor Troi dar? Captain, ich weiß, Sie müssen alles tun, was nötig ist, um Sicherheit für Besatzung und Schiff zu gewährleisten. Aber ich habe mich entschlossen. Ich werde dieses Baby zur Welt bringen. Damit wäre dann alles geklärt. Ich danke Ihnen. Gerade noch mal so die Kurve gekriegt. Da lobe ich mir die Reaktion von Captain Janeway auf Ensign Samantha Whitemans Schwangerschaftsmitteilung. Captain's log, stardate 48921.3. I continue to wonder about the issue of procreation aboard the ship. Certainly it's wrong to interfere with the private lives and decisions of the crew. Yet I remain concerned about the environment we could provide for any child born here. Come in. Yes, Ensign, what can I do for you? I'm sorry to disturb you, Captain, but I thought I should inform you of my physical condition. Your physical condition? We've been trying for months. I wasn't even sure until a few days ago. My husband is still at Deep Space Nine. He doesn't even know. We were only supposed to be out 2 or 3 weeks. Wildman, are you pregnant? I know this isn't the best place to have a baby, but it's all I have left of my husband. Well, congratulations, Ensign. Okay, Star Trek Geburtsszenen handle ich in einem separaten Video ab. Klar, die Geburt ist wichtig, aber die Grundlage wird schon in der langen Zeit der Schwangerschaft gesetzt. Die Geburt ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Und meistens haben die Geburtshelfer auch keine genaue Kenntnis, geschweige denn Einfluss auf den Verlauf der Schwangerschaft. Deswegen kann es ganz sinnvoll sein, sich ein Betreuungsmodell zu suchen, was Geburt und Schwangerschaft mit einbezieht und das nicht von getrennten Institutionen machen zu lassen. Oder man macht es halt von vornherein selbst tätig und selbstständig. Ich zitiere den Rockenschaub. In erster Linie geht es darum, Lebensstil und Lebensgewohnheiten der Schwangeren und Wöchnerinnen mit den gesundheitlichen Normen möglichst in Einklang zu bringen und von schlechten Gewohnheiten Abstand zu nehmen. Keinen Sinn hat es, anstatt mit Maß und Ziel mit Anordnungen und Verboten vorzugehen, da damit Gefühle von Abneigung und Unverständnis sowie Unerfüllbarkeit und Unvermögen hervorgerufen werden. Es nimmt der Patientin jene innere Sicherheit, die sie braucht, um ihrer reproduktiven Aufgabe mit einem Minimum an Risiko gerecht werden zu können. Risikoschwangerschaften und Risikogeburten sind vielfach nichts anderes als Ausdruck eines Psychotraumatismus, wie er mit der modernen Geburtsmedizin einhergeht. Ich brauche den neuesten Stand der Induktorkapazität. Wird sofort vermittelt.
Solltest du nicht auf der Brücke sein? Ist es dem Piloten nicht erlaubt, einen Systembericht vom Chefingenieur zu verlangen? Der letzte Bericht besagte, dass das COM-System perfekt funktioniert. Okay, du hast mich durchschaut. Ich wollte nur mal nach dir sehen. Es geht mir gut. Auch deinem Rücken? Ich ignoriere ihn. Weißt du, ich würde dir ja eine Massage anbieten, aber dann würden alle eine haben wollen. Oh, ich bin glücklich. Ich hatte mich nur an den Gedanken gewöhnt, unsere Tochter auf der Voyager großzuziehen. Aber jetzt liege ich bei der Geburt vielleicht im Kreissaal der Sternenflotte, statt auf der Krankenstation. Na und? Das wäre doch nicht so schlecht, oder? Solange du bei mir bist. Und ich will den Doktor, nicht irgendeinen fremden Arzt. Du würdest ihn deaktivieren müssen, um ihn fernzuhalten. Ihr Fliegerjungs seid alle dieselben. Du wirst wahrscheinlich auf die erste Mission gehen, die dir angeboten wird, und mir zu Hause das Windelnwechseln überlassen. Keine Chance. Arbeit und Sport sind nur dann unzumutbar und ungesund, wenn dadurch der Tagesrhythmus oder die Sicherheit der Patientin außer Kontrolle geraten. Oft ist für die Patientin das Verbot viel belastender als behutsame Anregungen. Das Dilemma, etwas zu wollen oder zu können und nicht zu dürfen oder zu sollen, erzeugt oft so gravierende Konflikte, dass die verdächtige Anomalie, die mit der Therapie beseitigt werden sollte, durch diese erst zum Durchbruch kommt. Ich finde, das ist eine ganz treffende Beschreibung. Behaltet das auf jeden Fall im Hinterkopf, wenn ihr es mit so Schwangeren zu tun habt, die Bungee-Jumpen wollen. Kriegt ihr eine Vorstellung, was in der Schwangeren vorgeht. Also, da muss man behutsam rangehen. Rockenschaub, Seite 217. Zeichen der Überlastung. Er schreibt immer Distress, er meint wohl Stress. Sind keine messbaren Werte, sondern das Resultat des Verhältnisses von Reizeinfluss und Kondition des davon betroffenen Organismus. Wie würde mein Chef da sagen? Der ist belastbar, der nicht. Der hat Kondition, der weniger. Es ist müßig zu streiten, ob dem einen die Belastung zu grob oder dem anderen die davon betroffene Person zu zimperlich erscheint und umgekehrt. Entscheidend bleibt die aus der Konfrontation von Reiz und Organismus resultierende Fehlleistung. Zum Aspekt der Therapie aus ist dann eben je nach Möglichkeit die Belastung zu mindern und oder die Belastungsfähigkeit zu steigern. Fight, Flight bedeutet gesteigerte Wachsamkeit, Herzschlagfolge und Muskelspannung, verbunden mit einer Durchblutungssteigerung in Hirn, Herz und Muskeln. Niere, Darm und Haut dagegen werden jetzt nur minimal versorgt, was sich letztlich an ihrer Funktion bemerkbar macht. Dauert die Abwehrreaktion mit dem dadurch bedingten Distress über einige Zeit an, treten an diesen Organen Symptome auf, die uns die Notlage erkennen lassen. Warnsymptome sind Angst und Schmerz sowie Ermüdbarkeit und ständige Abgeschlagenheit. Sie sagen jedoch oft weit mehr aus als so manches in der Geburtsmedizin modernes Risikosymptom. Also achtet auf eure Schwangeren. Wenn die nur noch rumhängen, dann hört auf, diesen Organismus so sehr zu belasten. Nächstes Problem, Schwangerschaftsübelkeit im Weltraum. Consular Troys Schwangerschaft entwickelt sich weiterhin mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Bitte nehmen Sie doch Platz. Nun, wie fühlen Sie sich? In diesem Stadium der Schwangerschaft müsste ich mich eigentlich unwohl fühlen, aber es ist nicht so. Ich fühle mich sehr gut. Nein, das ist untertrieben. Ich fühle mich wundervoll. Standardorbit. Also die Schwangerschaft von Deanna Troi sieht hier schon recht fortgeschritten aus. Ich würde sagen 3. Trimester. Nun gut, es ist eine spezielle Schwangerschaft mit Alien und all sowas, aber jeder weiß, glaube ich, dass Schwangerschaftsübelkeit eher im 1. Trimester auftritt. Stadelmann-Zitat, Seite 94. Leider finden die schwangeren Frauen in diesem Stadium, 1. Trimester, bei ihren Arbeitskollegen noch wenig Verständnis für ihren Zustand. Früher galt die Morgenübelkeit als Schwangerschaftstest, heute zählt diese schon zu den behandlungsbedürftigen Beschwerden. Wirklich? Die Frauen, die bei der Hebamme um Rat bitten, freuen sich, dass ihre Beschwerden endlich ernst genommen werden. Das gehört halt zu einer Schwangerschaft dazu. Diesen Satz können viele nicht mehr hören. Die Frauen wollen Erklärungen und Hilfestellungen. Jetzt beginnt das Leben quasi aus dem Bauch heraus. Rund die Hälfte aller Schwangeren leidet mehr oder weniger stark an Übelkeit und Erbrechen. Diese Unpässlichkeit fängt etwa 2 Wochen nach Ausbleiben der Regel an und hört mit oder ohne Therapie gewöhnlich am Ende des ersten Schwangerschaftsdrittels wieder auf. Und man kann dem Ganzen noch was Gutes abgewinnen. Wer sich mit dem Problem intensiv beschäftigt, stellt erst einmal nicht ohne Erstaunen fest, dass Schwangere, die an Übelkeit und Erbrechen leiden, im weiteren Verlauf der Schwangerschaft durchschnittlich weniger Komplikationen zu verzeichnen haben als Schwangere, die im ersten Drittel beschwerdefrei waren. Viele sagen auch einfach, die Übelkeit ist deswegen da, damit die Mutter Bescheid weiß und damit die Mutter sich schont und damit sie freiwillig ein bisschen runterkommt. Nächstes Thema, dritte und Kindsbewegung. Eigentlich ein gutes Zeichen. Großartig an. Es geht schon wieder. Er schlägt nur Purzelbäume. Hier, fühlen Sie mal. Ja, genau da. Oh, darf ich mal? Sicher. Na, fühlen Sie es? Wenn er sich nicht gerade dreht, tritt oder boxt er. Wenn ich schlafen will, möchte er herumtoben. Manchmal wünsche ich mir, es wäre schon vorbei. Kindsbewegung, manchmal sogar schmerzhaft. Besonders zarte Frauen sind davon betroffen. Die Ursache ist oft ein Haltungsfehler, steht hier. Achten Sie darauf, dass Sie aus dem Hohlkreuz kommen und das Kind in eine andere Position bewegen können. Hebamme, Physiotherapie, Osteopathie, Übungen zeigen lassen. Vielleicht kann ich das ja mal zeigen, also nicht. Hab sogar meine Karatehose heute an. Schambein nach oben ziehen und nicht das Steißbein so nach hinten rausdrücken. Ganz generell sind Kindsbewegungen
Immer ein gutes Zeichen. Viel aussagekräftiger als endloses und störendes CTG-Schreiben. Kindsbewegungen tasten und damit auch die Position des Kindes, die Lage bestimmen, hilft einem auch, eine innere Verbindung zu dem Kind aufzubauen. Also probiert's aus. Kommen wir nun zur ersten Schwangerschaft eines männlichen Menschen in der Geschichte der Sternenflotte. Geht's ihm gut genug, dass er seinen Dienst wieder aufnehmen kann? Soll das ein Witz sein? Mir geht's bestens. Ihnen wird wahrscheinlich morgens ein klein wenig übel sein. Sie brauchen viel Schlaf und Bewegung und kommen Sie einmal am Tag zu mir. Die Brustwarze ist vielleicht nicht die einzige Überraschung, die Ihr Körper für Sie auf Lager hat. Weißt du, was heute Morgen passiert ist? Anson Hart hat mir meinen Stuhl zurechtgerückt. Sehen Sie sich das an. Wie viele von den Dingern wachsen mir denn noch? Und weil wir gerade beim Thema sind, werden die danach wieder verschwinden? Glaube schon. Es ist über eine Woche her, Trip. Wir müssen allmählich die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass wir die Xyrillianer nicht finden werden. Wie soll ich denn das verstehen? Willst du damit sagen, dass ich dieses Baby zur Welt bringen muss? Ich glaube, er will damit viel mehr sagen. Wenn das Kind dann geboren ist, dürfte es Ihre Aufgabe sein, für das Kleine zu sorgen. Ich bin hier der Chefingenieur. Ich habe mir diese Position schwer erarbeitet. Ich hatte nicht vor, als berufstätige Mutter zu enden. Stellen Sie sich schon mal langsam auf einige ungewöhnliche Symptome ein. Hauptsächlich hormonelle Veränderungen, Stimmungswechsel, erhöhte Emotionalität. Ich schlage vor, du trägst nur noch Zivilkleidung. Das verdeckt schön den Bauch. Wie groß wird dieses Ding denn noch? Das ganze Schiff lacht jetzt schon über mich. Ich will noch eine Portion. Ja, Sir. Ich möchte, dass du alle 8 Stunden Dr. Phlox aufsuchst. Da der Tag deiner Entbindung immer näher rückt, wird es langsam Zeit, dass er herausfindet, wie deine postnatalen Pflichten aussehen können. Postnatale Pflichten, was heißt das? Vielleicht gibt es ja für diese Brustwarzen eher Arbeit, als Sie denken. Es gibt aber auch einen positiven Aspekt. Ach ja? Und der wäre? Soweit wir wissen, ist dies die erste speziesübergreifende Schwangerschaft mit einem Menschen. Für einige Frauen bedeutet schwanger gleich Invalidität bei vollem Bewusstsein. Besonders für die Schwangerschaftsbegleiter kann das eine sehr schwierige Situation sein. Und ich finde es vom Rockenschaub wieder ganz treffend formuliert. Das Kapitel über Hygiene und Diätetik, wie er es nennt, aber der benutzt öfters so geschwollene Wörter. Diätetik heißt, die Kunst, den Tagesablauf zu gestalten. Dazu gehören natürlich auch die Nahrung und Bewegung, aber wer glaubt, dass Küche und Gymnastik allein die täglichen Probleme lösen, wird bald eines Besseren belehrt. Denn es kommt weniger darauf an, was man tut oder isst oder auch nicht, sondern wie man das eine und das andere verdaut, im weitesten Sinne des Wortes. Geburtshilfliche Didaktik heißt, die Frau zu lehren, autonom und selbstbewusst wahrzunehmen, was in ihr geschieht. Und Hygiene bedeutet für ihn sowohl Pflege als auch Lehre der Gesundheit. Wer Pflege der Gesundheit lehren soll, bedarf der Kunst des Lehrens, der Didaktik. Gesundheit bedeutet Harmonie der Lebensvorgänge. Diese hängt vornehmlich von der Lebensweise ab, der Diät. Das Gestalten der Diät heißt Diätetik. Wer mit der Pflege der Gesundheit und der Gestaltung der Lebensweise, der Hygiene und Diätetik Probleme hat, bedarf einer gewissenhaften Betreuung, einer Therapie. In der Geburtshilfe besteht die Therapie vorwiegend in Prophylaxe, das heißt im Schutz der Frau und damit auch deren Kindes. Melden Sie sich freiwillig? Oh, wenn der Doc mich entbehren kann? Ich werde mich durchwursteln. Wenn Sie wegen Ihres Fötusresonanzscans hier sind, dann kommen Sie einen Tag zu früh. Ich bin wegen meiner Impfung hier, Doc. Du wirst uns nicht auf diese Mission begleiten. Chakotay sagte, er brauche einen Ingenieur. Er hat schon einen. Dann hat er jetzt 2. Würden Sie uns bitte entschuldigen? Will jemand eine Wette abgeben? Ich setze mein Geld auf Belana. Ich war seit Monaten nicht mehr auf einer Außenmission. Dann versuch es auf dem Holodeck. Der Flyer ist voll. Du könntest aber Platz schaffen. Ich denke, Neelix muss nicht mehr. Er ist nicht im 6. Monat schwanger. Ich bin, weil ich schwanger bin, kein Invalide. Nein, sicher nicht. Die Atmosphäre da unten ist aber höchst toxisch und du atmest für 2. Gut, du hast gewonnen. Aber wenn wir noch ein Baby bekommen, dann trägst du es aus und ich gehe auf die Außenmissionen. Abgemacht. Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillen stellen weder eine Krankheit noch ein Leiden, sondern eine Lebensaufgabe dar. Also es geht um nichts Geringeres, als die Frau in anderen Umständen zu lehren, sich selbst zu kontrollieren und unter Anleitung der Hebamme autonom zu gebären. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Der Typ ist eigentlich Österreicher, aber ich kann keinen österreichischen Dialekt imitieren. Deswegen muss ich ein bisschen rheinländisch sächseln. Anwendungsnahe Tipps für die Schwangerschaft, wie die Frau am besten in sich hineinhören kann. Was brauche ich? Was will ich? Womit fühle ich mich wohl? Kommen wir jetzt zum nächsten Fall. Bei der bajoranisch-menschlichen Leihmutterschwangerschaft auf Deep Space Nine haben sich die Drehbuchautoren auf jeden Fall mal ein paar andere Klischees einfallen lassen als noch bei Trip. Es tritt so fest zu. Glauben Sie, es geht ihm gut? Oh, das ist ein gutes Zeichen. Bei Molly dachte ich, sie wollte sich ihren Weg ins Freie bahnen. Also wird ihn
morgens immer schlecht, oder nicht? Wieso denn? Naja, ich weiß ja nicht, wie das bei Bajoranerinnen ist, aber bei uns ist es ganz typisch, dass einem nach dem Aufwachen schlecht ist. Also bei bajoranischen Müttern ist das nicht so. Typisch für uns ist, dass wir anfangen, unkontrolliert zu niesen. Aber da es ein menschliches Baby ist, weiß ich nicht, was mich erwartet. So, bitte sehr. Es muss ganz nach unten. Entschuldigen Sie. Jetzt besser? Ich habe Hunger. Viel besser. Legen Sie Ihre Füße hoch. Oh nein, 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 danke, es geht schon. Sie haben unser Baby. Sie gehören jetzt sozusagen zur Familie. Das stimmt. Haben Sie Ihre Makara-Kräuter genommen? Aber sicher. Meistens. Sie müssen sie nehmen. Ihre Progesteronwerte sind viel zu niedrig. Aber wenn ich die Kräuter nehme, wirken die Beruhigungsmittel nicht. Die Kräuter wirken tatsächlich als Gegenmittel. Aber sagten Sie nicht, Sie haben keine Schlafprobleme und brauchen keine Sedative? Richtig. Aber diese Kräuter schmecken wie etwas, das gerade aus Quarks Ohr gekrochen ist. Sie werden sie nehmen. In Ordnung. Nochmal Seite 433. Hier sagt Trockenschaub etwas zu den geburtsmedizinischen Kontrollen. Es sind nicht die anderen Umstände, die der Frau Beschwerden machen, sondern die geburtsmedizinischen Kontrollen, die dahin gehen, die Frau so in Angst und Sorge zu versetzen, dass sie letztlich jede nach Gutdüngen programmierte Geburt ohne Widerstand zur Kenntnis nimmt. Darum sei noch einmal betont, die vornehmliche Aufgabe der akademisch gebildeten Hebamme liegt darin, die Geburtsmedizin bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu widerlegen. So sagt es der Universitätsdozent Dr. Alfred Trockenschaub. 20 Jahre lang Leiter der Ignaz Semmelweis Frauenklinik. Darf ich? Oh. Wann ist es soweit? In ein paar Wochen. Musstest du niesen? Ständig. Der Doktor gibt mir was. Aber bevor wir zu sehr in Babygespräche einsteigen... Ein Geschenk. Makara-Kräuter? Du solltest sie während deiner Schwangerschaft zu dir nehmen. Danke. I'm 2. I'm 3. I think she starts at 7. I say think, Mr. Worf. 10. Oh, I hate being pregnant. Bei so vielen Schwangerschaftsbeschwerden ist es doch eine Wohltat, einen so verständnisvollen und netten Doktor zu haben wie den Doktor. Beschreiben Sie die Art Ihrer Schmerzen. Im Rückenbereich. Es spannt irgendwie. Welches Wort beschreibt den Schmerz am besten? Brennend, pochend, bohrend, zwickend, beißend, schneidend, stechend? Stechend. Er zieht sich runter bis in meine Beine. Ist mit dem Baby alles in Ordnung? Oh, sicher. Alles bestens. Kein Grund zur Sorge. Gut. Da bin ich aber erleichtert. Das Baby drückt lediglich ein wenig auf Ihren Ischiasnerv. Gehen Sie wieder auf Ihren Posten. Es fällt mir wegen der Schmerzen schwer, auch nur kurze Zeit zu sitzen. Es ist wirklich sehr beschwerlich, glauben Sie mir. Legen Sie die Beine beim Sitzen hoch. Das verschafft Ihnen Erleichterung. Vielleicht nehmen Sie mal einen Tag frei. Fenrich Wildman, den Daten zufolge ist das Ihre erste Schwangerschaft, korrekt? Ja. Wissen Sie, eine Schwangerschaft verursacht leider einige Unannehmlichkeiten. Und damit müssen Sie leben. So ist das nun einmal. Terminieren Sie für übermorgen eine Nachuntersuchung. Wenn die Schmerzen bis dahin nicht abgeklungen sind, werden wir die Empfindlichkeit des Nervs in diesem Bereich verringern. Danke, Doktor. Sie können mich Tag und Nacht rufen, falls es schlimmer wird. Rücken- und Ischias-Schmerz. Beste Empfehlung, meiden Sie Stress und Anstrengung, aber achten Sie auf regelmäßige Bewegung. Ideal ist Schwimmen oder viel spazieren gehen. Vierfüßlerstand, Bauchtanz, Yoga. Es gibt auch Schwangerschaftsmasseurinnen, die den Ischias-Schmerz behandeln können. Osteopathen können das anscheinend auch. Hat der Doktor anscheinend alles nicht in seinem Programm gehabt. Hier steht's. Und wenn einen der Arzt nicht arbeitsunfähig schreibt, dann versucht man es halt beim nächsten Arzt. Die Ansichten sind da immer unterschiedlich und auch die Grenzen sind da verschwommen. Ein kleiner Geheimtipp. Als Bedarfsbegründung für die ärztlich angeordnete Freistellung von der angestellten Arbeit reichen schon Schlafprobleme oder Schlafstörungen aus. Die gewonnene Zeit sollte man dann aber auch wirklich für den Mittagsschlaf nutzen. Und im Notfall immer dran denken, wenn es wirklich nicht geht, keine Arbeit kann so wichtig sein wie du, dein Kind, deine Gesundheit, dein Leben. Also man sollte nicht das Gefühl haben, sich unbedingt beweisen zu müssen und noch alles Mögliche vor der Geburt erledigen zu wollen, sondern schön entspannen, Ruhe bewahren, Gelassenheit zeigen, dann wird es schon. Das sind übrigens auch gute Tipps für die Geburt. Apropos Geburt, wer einen echten Klingonen als Hebamme erleben will, Push! 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 I am pushing! Oder Einblicke in absurde Entbindungstechniken wie den Fötustransport erhaschen will, Bereiten Sie einen Fötustransport vor. Illogical. Energie. dem empfehle ich das Video über Star Trek Geburtsszenen wissenschaftlich geprüft. Jetzt wollte ich noch ein paar Fragen für die Kommentare anregen. Mit was für einer Spezies würdet ihr gerne mal kopulieren? Wo, wann und warum? Ich persönlich würde mich auf jeden Fall auch über Mitteilungen freuen, falls durch dieses Video irgendwelcher Nachwuchs entstanden oder zumindest inspiriert worden ist. Wer weiß, kann ja sein. Also, lebt lange und in Frieden.